So Leute, habt ihr das schon mal erlebt, dass du einen Motivationsschub bekommst, wenn du anderen etwas gibst? Zum Beispiel jemandem etwas zum x-ten Mal erklärst, dabei aber freundlich und unterstützend bleibst? So wie auch wenn du dem Straßenverkäufer etwas extra für seine Zeitung gibst oder wenn du am Strand in Arenal dem Helmut gleich zwei Partybrillen abkaufst. Warum ist das so? Bleib dran und ich zeige dir, wie du Großzügigkeit zu einem Erfolgsfaktor machen kannst. In deinem Leben und in deinem Beruf. Das hier ist ein Video der beliebten Serie Denkweise. Doch halt, stopp, ich weiß, das klingt nach Meditieren und Gebetsfähnchen aus dem Tibetladen. Und auch wenn spirituelle Weisheiten ja nicht unbedingt falsch sind, meine Videos basieren immer auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Heute unter anderem auf Studien der Universitäten Lübeck und Zürich und der Feinberg School of Medicine in Chicago. So viel empirische Genauigkeit muss einfach sein. Schließlich bin ich neben YouTube Unternehmensberater und habe einen Ruf zu verlieren. Erstmal, was genau meinen wir mit Großzügigkeit? Es geht um mehr als nur materielle Gaben. Großzügigkeit ist die bewusste Entscheidung, anderen durch Handlungen, Zeit, Wissen oder Anerkennung einen Mehrwert zu bieten. Aber ganz wichtig, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Es ist eine Haltung der Wertschätzung und des aktiven Beitrags zum Wohl anderer. Und warum führt Großzügigkeit direkt zum Erfolg? Hier sind 5 Keypoints, damit du die Wichtigkeit des Themas für dein Weiterkommen im Leben und im Business verstehst. Erstens, stärkere Beziehung gleich Erfolgsnetzwerk. Großzügigkeit schafft Vertrauen und Verbundenheit unter den Menschen in deiner Umgebung. Ein Klima der Hilfsbereitschaft baut starke, belastbare Beziehungen auf, die für dein persönliches Glück und deinen beruflichen Erfolg super wichtig sind. Menschen vergessen derartige Random Acts of Kindness nicht und unterstützen in einer vergleichbaren Situation dann irgendwann jemand anderen. Ja, das müssen nicht diejenigen sein, die sich in der Vergangenheit großzügig gezeigt haben, denn darum geht es nicht. Es geht um ein Klima des Gebens, des Unterstützens, das der Gemeinschaft zugutekommt. Ob das jetzt eine Familie, ein Unternehmen oder die Gesellschaft an sich ist. Zweitens, höheres Wohlbefinden gleich gesteigerte Leistungsfähigkeit. Ein Klima der Großzügigkeit aktiviert positive Emotionen und reduziert Stress. Ein gesteigertes Wohlbefinden führt zu mehr Energie, Kreativität und Resilienz. Entscheidende Faktoren für den Familienfrieden und auch für Top-Leistungen im Unternehmen. Drittens, positive Reputation gleich mehr Chancen. Es geht bei Großzügigkeit definitionsgemäß nicht um Berechnung. Trotzdem gibt es natürlich derartige Effekte, dass eine wahrgenommene Großzügigkeit dein Image als Person nachhaltig verbessert. Wer als hilfsbereit und gebend bekannt ist, genießt einen guten Ruf, der Türen öffnet und neue Möglichkeiten schafft. Aber dass so etwas einen als Softie, als Schwächling positioniert, das mag in den Ängsten wenig selbstbewusster Menschen mitschwingen, aber belegt ist es nicht. Im Gegenteil. Viertens, Kultur des Gebens gleich gemeinsamer Fortschritt. Deine Großzügigkeit inspiriert andere und fördert eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung. In einem solchen Umfeld profitieren alle und in Organisationen erreicht man so, dass Innovationen gefördert und Ziele leichter erreicht werden können. Fünftens, persönliches Wachstum gleich erweiterte Kompetenzen. Der Fokus auf die Bedürfnisse anderer schärft soziale Kompetenzen wie Empathie und die Fähigkeit zu Perspektivwechsel. Diese Skills sind für jede Führungskraft und jeden Unternehmer super wichtig, aber helfen dir natürlich auch nach Feierabend. Mir haben sie in den dunkelsten Stunden geholfen. Ich weiß das noch gut, die Zeit meiner Midlife-Crisis, als ich durch Scheidung und Jobverlust für eine Zeit am bloßen Existenzminimum lebte. Und trotzdem, aus der Intuition heraus, hatte ich immer einen Euro für Menschen übrig, die mich auf der Straße nach Geld fragten. Es gab mir ein Glücksgefühl, das mir damals wirklich durch den Tag geholfen hat. Ich habe zu dieser Zeit auch angefangen, in Fahrkartenautomaten immer 10 oder 20 Cent zurückzulassen.
Auf die Woche gerechnet waren das 1 bis 2 Euro, aber ich habe mir dabei vorgestellt, wie jemand dieses Geld findet und sich freut. Ja, ich musste mein Geld zusammenhalten, aber daran habe ich nicht gespart. Und heute verstehe ich auch warum. Ich will dieses Video hier nicht in eine falsche Richtung lenken. Großzügigkeit ist natürlich viel mehr als nur eine materielle Gabe oder das Teilen von Essen. Es ist mehr als Gastfreundschaft. Großzügigkeit ist eine grundlegende Denkweise, eine Einstellung gegenüber Mitmenschen. Es umfasst nämlich genauso gut das Teilen von Wissen, aktives Zuhören, das Übersehen von Fehlern, das Gewähren von Vertrauen und die Bereitschaft zur Kooperation. Also Punkte, die ich gleichermaßen als Vater, als Führungskraft und als Unternehmer drauf haben muss. Aber was habe ich denn davon? Das fragt sich der knallharte Manager, der immer noch etwas in den 90er Jahren feststeckt. Du hast eine Menge davon, Boomer. Zahlreiche Studien belegen empirisch einen signifikanten Zusammenhang zwischen großzügigem Verhalten und eben diesem gesteigerten Glücksempfinden, belegen aber auch eine Steigerung deines allgemeinen Wohlbefindens. Dieses Phänomen hat einen Namen. Man nennt es treffend den Warm Glow-Effekt, ein Gefühl der Zufriedenheit und Freude, das aus der Unterstützung anderer entsteht. Es ist bemerkenswert, dass bereits die feste Absicht, großzügiger zu sein, das Glücksgefühl und die Lebenseinstellung positiv beeinflusst. Großzügige Handlungen führen zur Freisetzung von Neurotransmittern wie Dopamin, Serotonin, Oxytocin und Endorphinen im Gehirn, die als Glückshormone bekannt sind und Stress reduzieren. Eine Studie fand sogar eine starke lineare Beziehung zwischen der Großzügigkeit einer Gesellschaft und der durchschnittlichen Lebensdauer ihrer Mitglieder. Und nochmal interessanter, während das Geben von Hilfe mit einer geringeren Sterblichkeit verbunden war, hat das bloße Empfangen von Hilfe diesen Effekt nicht gezeigt. Denk daran, wenn du Steuern zahlst. Du lebst länger. So, warum ist das so? Ja, unser Gehirn ist offenbar darauf ausgelegt, Großzügigkeit biochemisch zu belohnen. Dies könnte ein evolutionärer Mechanismus sein, der prosoziales Verhalten fördert. Lustig. Anyway, wie kannst du diese Erkenntnisse konkret in deinen Alltag integrieren? Hier sind 5 präzise Ratschläge mit sofort umsetzbaren To-Dos. Erstens, kleine Geste, große Wirkung. Biete gezielt deine Hilfe an, wenn Menschen in deiner Umgebung ein Problem lösen müssen. Oder unterstütze einen Mitarbeiter mit deinem spezifischen Know-how. Dein To-Do: Identifiziere heute eine Person in deinem direkten Umfeld, der du mit einer kleinen, aber relevanten Geste helfen kannst. Und setze es um. Zweitens, Wissen teilen, Mehrwert schaffen. Teile dein Fachwissen und deine Erfahrung aktiv mit anderen, sei es durch Mentoring, informelle Gespräche oder Angebote zur Weiterbildung. Ob in deinem Unternehmen, einer NGO, im Freundeskreis oder im Verein, du hast etwas zu geben. Dein To-Do: Überlege, wem du in deinem Netzwerk diese Woche einen wertvollen Tipp oder eine wichtige Information geben kannst. Und dann nimm Kontakt auf. Drittens, auf Bedürfnisse achten, proaktiv handeln. Sei aufmerksam für die Probleme deiner Mitmenschen, deiner Kollegen und Mitarbeiter und biete deine Unterstützung an, bevor du darum gebeten wirst. Dein To-Do: Nimm dir morgen bewusst vor, in mindestens einem Gespräch aktiv nach den Herausforderungen deines Gegenübers zu fragen und Lösungssätze anzubieten. Mansplaining? Ach, hör doch auf. Du hast nichts verstanden. Gar nichts. Viertens, Wertschätzung zeigen, Motivation steigern. Sprich regelmäßig und konkret deine Anerkennung für die Leistung anderer aus. Ein ehrliches Danke oder ein Lob zur richtigen Zeit wirken Wunder. Das gilt für einen Dienstleister deiner Firma, das gilt nach Feierabend für deine Kinder. Dein To-Do: Schreibe heute Abend 3 kurze, persönliche Nachrichten an Menschen, deren Einsatz du in letzter Zeit besonders bemerkt hast. Und erwähne dabei konkrete Beispiele. Und schau, wie du dich dabei fühlst. Fünftens, Großzügigkeit institutionalisieren. Wenn du in einer Führungsposition bist, überleg dir, wie du eine Kultur der Großzügigkeit in deinem Team oder Unternehmen fördern kannst. Beispielsweise durch die Unterstützung von sozialen Projekten oder von Weiterbildungen.
dein To-Do. Notiere dir bis Ende der Woche eine konkrete Maßnahme, die du in deinem Bereich umsetzen kannst, um Großzügigkeit zu fördern. Ich komme zum Ende, auch wenn ich mich heute so gar nicht losreißen kann von dem Thema. Es ist so wirkungsvoll und gleichzeitig so unterschätzt und so missverstanden. Also, ich fasse zusammen. Während egoistisches Verhalten kurzfristige Vorteile bringen mag, führt Großzügigkeit langfristig zu stärkeren sozialen Verbindungen und erhöhter Zufriedenheit in der Familie, unter Freunden und im Unternehmen. Großzügigkeit ist ein Schlüsselfaktor der Evolution. Das Prinzip des reziproken Altruismus, also wie du mir, so ich dir, legt nahe, dass gute Taten speziell für den Geber langfristig positive Auswirkungen haben. Eine großzügige Denkweise trägt auch zu effektiver Führung bei, weil so Vertrauen und Loyalität innerhalb eines Teams gestärkt werden. So Leute, das war jetzt die dritte Denkweise von insgesamt 12. Den Rest siehst du, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klick dabei unbedingt auf die Glocke, um ja nichts zu verpassen. Dann lass mir ein Like da und vielleicht hast du ja in den Kommentaren etwas zu sagen. Damit hilfst du, dass sich meine Videos weiter verbreiten. Und wenn du noch mehr gute Erfolgsideen haben willst, dann schau in die Videobeschreibung und trag dich dort in meinen Newsletter ein. Denn ich begleite dich auf deinem Weg, wenn du willst. Und denk dran, ich habe es geschafft. Ich fühle mich so gut wie nie zuvor in meinem Leben. Und das kannst du auch. Denn Erfolg ist keine Glückssache. Du hast es in der Hand.